kann man einen Zauberwürfel spielen? Nicht mit ihm, sondern wie ein Klavier. Auf den ersten Blick ergibt diese Frage nicht viel Sinn, aber ein abstraktes mathematisches Gebiet namens Gruppentheorie hält für Interessierte die Lösung parat. In der Mathematik ist eine Gruppe eine bestimmte Sammlung von Elementen. Das kann eine Menge ganzer Zahlen, die Fläche eines Zauberwürfels, oder etwas anderes sein, solange 4 Regeln oder Axiome eingehalten werden. Axiom 1. Alle Gruppenoperationen müssen abgeschlossen oder auf Gruppenelemente beschränkt sein. Das heißt, bei unserem Quadrat, jede Operation wie das Drehen in die eine oder andere Richtung führt immer zu einem Element der Gruppe. Axiom 2. Egal wo wir bei einer einzelnen Gruppenoperation Klammern setzen, wir erhalten immer dasselbe Ergebnis. Mit anderen Worten, wenn wir das Quadrat erst zweimal und dann noch einmal nach rechts drehen, ergibt sich dasselbe wie bei erst einmal nach rechts und dann zweimal. Oder mit Zahlen 1 plus 2 ist dasselbe wie 2 plus 1. Axiom 3. Für jede Operation gibt es ein neutrales Element. Wenn wir es auf andere Elemente der Gruppe anwenden, erhalten wir immer noch dieses Element. Sowohl für das Drehen des Quadrats als auch für das Addieren ganzer Zahlen ist das neutrale Element hier 0. Nicht sehr spannend. Axiom 4. Jedes Gruppenelement hat ein Element, ebenfalls in der Gruppe, das als sein Inverses bezeichnet wird. Wenn die beiden mit der Additionsoperation der Gruppe zusammengebracht werden, ergeben sie das neutrale Element 0. Sie heben sich also sozusagen gegenseitig auf. Soweit so gut. Aber was hat das für einen Sinn? Nun, wenn wir über diese Grundregeln hinausgehen, ergeben sich interessante Eigenschaften. Erweitern wir zum Beispiel unser Quadrat wieder zu einem vollwertigen Zauberwürfel. Das ist immer noch eine Gruppe, die alle Axiome erfüllt, obwohl wir jetzt deutlich mehr Elemente und auch Operationen haben. Wir können jede Reihe und Spalte drehen. Jede Stellung wird Permutation genannt und je mehr Elemente eine Gruppe hat, desto mehr mögliche Permutationen gibt es. Ein Zauberwürfel hat mehr als 43 Trillionen Permutationen und lässt sich daher kaum nach einem Zufallsprinzip lösen. Doch können wir den Würfel mit der Gruppentheorie analysieren und eine Folge von Permutationen bestimmen, die zu einer Lösung führt. Und genau das tun die meisten Löser auch, sogar mit Hilfe einer gruppentheoretischen Notation, die Drehungen anzeigt. Das ist nicht nur gut zum Lösen von Rätseln. Die Gruppentheorie ist auch tief in der Musik verwurzelt. Man kann einen Akkord darstellen, indem man alle 12 Noten aufschreibt und darin ein Quadrat zeichnet. Wir könnten mit jeder Note anfangen, aber nehmen wir das C ganz oben. Der resultierende Akkord wird verminderter Septakkord genannt. Der Akkord ist eine Gruppe mit diesen 4 Noten als Elemente. Die Operation, die wir hier durchführen können, ist, die unterste Note nach oben zu verschieben. In der Musik heißt das Umkehrung und ist das Äquivalent der Addition von vorhin. Jede Umkehrung verändert den Klang des Akkords, aber er ist und bleibt ein verminderter C-Septakkord. Mit anderen Worten, Axiom 1 ist erfüllt. Komponisten nutzen Umkehrungen, um Akkordfolgen zu variieren und eine plumpe, unbeholfen klingende Progression zu vermeiden. Auf Notenlinien sieht eine Umkehrung so aus. Aber wir können sie auch auf unserem Quadrat abbilden. Würde man den ganzen Zauberwürfel mit Noten bedecken, sodass jede Seite des gelösten Würfels ein harmonischer Akkord ist, ließe sich die Lösung als Akkordfolge ausdrücken, die dissonant beginnt und immer harmonischer wird, und man kann, wenn man will, den Würfel wie ein Klavier spielen. Wenn du gerne lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir neue Videos, die von den Vorteilen eines zweisprachigen Gehirns bis hin zur Geschichte der Seidenstraße reichen. Bleib neugierig, bleib informiert.